Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ellen Sünkler und ich freue mich, Sie und euch heute wieder in eine von unserer Silicon Economy Coffee Breaks begrüßen zu dürfen. Es gab im letzten Jahr schon einige Silicon Economy Coffee Breaks, in denen wir Einblicke gegeben haben, welche Vision eigentlich hinter der Silicon Economy steckt, warum wir uns so intensiv mit dem Thema Plattformökonomie und Open Source beschäftigen und welche technischen Komponenten eigentlich entwickelt werden sollen. Wenn Sie oder ihr eine Coffee Break verpasst habt, dann geht doch gerne auf silicon-economy.com. Da haben wir alle Videos nochmal verlinkt und ihr könnt sie gerne nochmal nachschauen. Um jetzt noch mal ein bisschen konkreter zu werden und zu schauen, wie eigentlich dann tatsächliche Anwendungen von Silicon Economy Komponenten aussehen können, habe ich mir heute meinen Kollegen Philipp Vritscher eingeladen. Philipp ist Product Owner in dem Silicon Economy Projekt, Entwicklungsprojekt digitaler Ladungsträgertausch und erläutert uns heute noch mal ein wenig, an was er mit seinem Team eigentlich genau arbeitet. Hallo Philipp, schön, dass du heute da bist. Bevor wir starten und inhaltlich durchstarten, die wichtigste Frage zuerst. Wie trinkst du eigentlich deinen Kaffee? Schwarz. Sehr gut. Schwarz und häufig, ja. Alles klar. Dann würde ich jetzt mal dich bitten, vielleicht kannst du mal einfach einmal noch mal so ein bisschen erklären, was steckt eigentlich hinter dem Entwicklungsprojekt digitaler Ladungsträgertausch? Was entwickelt ihr da eigentlich? Ja, sehr gerne. Wir haben festgestellt, als wir so draußen uns Unternehmen angeschaut haben, dass das Thema Ladungsträgertausch ein riesiges Problem ist, weil andauernd wird Papier quer durch Deutschland gefahren, wird abgetippt, manuell eingepflegt. Und da haben wir uns Gedanken gemacht, wie kann ich sowas vielleicht auch geschickter und digitaler abbilden. Und so haben wir dann angefangen, über mögliche Lösungsansätze zu diskutieren. Und so sind wir dann auch zu dem Projekt gekommen, wo unser Grundgedanke ist, dass zwei Parteien, die einen Ladungsträgertausch machen, also wenn wir jetzt hier anfangen würden, unsere Paletten durch die Gegend zu tauschen, direkt am Ort des Geschehens verbuchen, ohne dass im Hintergrund irgendwer Papier produziert oder irgendwo abtippen muss. Und das wollen wir machen und wollen dazu einen Service schaffen, der dann auch mit einer App prototypisch auch mal umsetzbar ist, der es den Unternehmen ermöglicht, direkt am Ort des Geschehens zu tauschen. Das ist so unser grundlegendes Ziel, weil einfach heute Riesenaufwände damit in der Praxis stattfinden. So haben wir von verschiedenen Unternehmen gehört, dass so rund 1% aller Logistikmitarbeiter nichts anderes macht, als Paletten oder andere Ladungsträger zu verwalten. Und das kann natürlich nicht State of the Art sein. Ganz schön viel auf jeden Fall, was da verwaltet wird. Warum entwickeln eigentlich Unternehmen das nicht selber? Also anscheinend ist da ja wirklich ein großer Bedarf, viel Verwaltungsaufwand hinter. Warum wird da keine digitale Lösung für entwickelt? Ja, ich glaube, dass eins der Hauptprobleme ist eher ein organisatorisches, nämlich dass die Unternehmen den Ladungsträger so als Mittel zum Zweck sehen und sich vor allem auf Vollgutströme konzentrieren und nicht auf das, was am Ende anfällt, nämlich auch Leergut, was irgendwo getauscht wird. Und ein technisches Thema ist es, eine gute Lösung muss unternehmensübergreifend sein und muss dafür geschaffen sein, dass die Unternehmen sich vertrauen und dann nicht betuckt wird. Dass zum Beispiel auf einem Papierstück heute schnell aus einer 3 eine 8 wird, wenn das für mein Unternehmen gut ist. Und genau sowas sollte nicht möglich sein. Und die Unternehmen, wenn sie eine Lösung schaffen, würden sie die immer nur für sich schaffen, dann hat man den Mehrwert einfach nicht. Der Mehrwert entsteht erst dann, wenn ich eine Lösung habe, die beide Unternehmen anwenden können und wo beide Unternehmen von partizipieren. Und das ist etwas, wo die Mehrwerte für ein einzelnes Unternehmen einfach zu gering sind, um die Entwicklungsaufwände anzugehen. Und wo es aber auch schwierig ist, sich in der ganzen großen Logistik mit all den zigtausend Unternehmen, wir haben fast 1 Million kleine und mittelständische Speditionen in Europa, dass die eine Lösung finden, die für alle läuft. Und das ist so die große Herausforderung, warum auch heute diese Unternehmen es nicht machen, es selber zu entwickeln, weil der Schmerz sind halt einige Aufwände, die sie haben, aber dafür eine eigene Software zu entwickeln, macht einfach keinen Sinn. Okay, also hier auch wieder so ein bisschen besser gemeinsam anstatt einsam, macht auf jeden Fall mehr Sinn. Wie ordnet sich das Ganze dann jetzt eigentlich in die Silicon Economy? Im Kontext von der Silicon Economy sprechen wir ja viel immer von Plattformökonomie. Wie trägt dieses Entwicklungsprojekt dazu bei oder dieser Fachdienst letztendlich? Genau, wie du schon sagst, es ist ein Dienst. Das heißt, am Ort des Geschehens erzeugen wir Daten, die dann in die Silicon Economy gehen und dort verteilt werden. Wir können es vielleicht ganz praktisch durchspielen. Was passiert? 2 Unternehmen treffen aufeinander. Der eine stellt 3 volle Paletten hin und nimmt dafür 2 leere von dem anderen entgegen. Der eine generiert es in der App, das heißt, er tippt die Menge ein, die er entgegengenommen hat und die er abgegeben hat und erzeugt auf seinem Handy direkt einen Code. Das andere Unternehmen scannt diesen Code ab und in dem Moment wird dieser Dienst aktiviert und wir schicken diese Daten in die beiden Unternehmensdatenbanken und die Silicon Economy verteilt die. Und dahinter kann das Unternehmen es dann auf verschiedene Art und Weise nutzen. Entweder schafft es sich eine Schnittstelle direkt in sein ERP, WMS oder was auch immer für ein System
Oder aber er nimmt zum Beispiel irgendwelche anderen Dienstleister mit ins Boot, die ihm das visualisieren oder darstellen. Und so schaffen wir eigentlich die Digitalisierung eines ganz physischen Prozesses heute und das ohne Papier, was abgetippt werden muss, sondern nur mit einer einfachen App. Kann aber auch natürlich auf jede andere Art und Weise stattfinden, muss nicht unbedingt die App sein, es kann auch ein Industriescanner sein, es kann auch an einem Computer eingegeben werden, der da irgendwo an der Rampe, wo der Tausch stattfindet, steht. Also ganz individuell, je nach Unternehmen, was es jetzt spezifisch braucht, da kann es sich letztendlich dann bedienen. Genau, was wir aber standardisieren, sind die Daten, die da drin stehen, also die Parteien, den Ort, den Zeitpunkt, die Mengen. Und perspektivisch wollen wir natürlich auch die Qualitäten einbringen. Du hast eben schon mal kurz angerissen und so ein bisschen erklärt, wie der Prozess dann ganz praktisch ablaufen soll. Wenn jetzt Unternehmen sagen, boah, das wird mir total die Arbeit erleichtern, das wäre ein wirklicher Mehrwert für mich, wenn ich so etwas nutzen könnte. Wie können die Unternehmen dann letztendlich die Ergebnisse des Entwicklungsprojektes eigentlich nutzen? Stichwort ist ja im Rahmen der Silicon Economy auch immer 100% Open Source. Genau, also Sie können sogar noch mehr machen, als es nur zu nutzen. Sie können mit uns sprechen, Sie können Input geben, was haben Sie noch für Probleme, was könnte damit zusammenhängen, was sollten wir berücksichtigen. Also wir möchten ja auch nicht nur in einem Elfenbeinturm unsere Lösung bauen, sondern wir möchten wirklich das Problem möglichst gut lösen. Deswegen auf uns zukommen, uns erreichen. Und wenn Sie es dann nutzen möchten, die App wird Open Source natürlich verfügbar sein. Also mit der App kann man schon den Tausch durchführen. Entweder es gibt auch eine Möglichkeit, es alleine zu tun, wenn man keinen zweiten Tauschpartner hat, sondern selber mit einer Unterschrift das zu lösen, so wie wir es heute bei einer Paketzustellung zum Beispiel kennen. Oder aber man sagt, man möchte es pilotieren mit zum Beispiel einem zweiten Partnerunternehmen. Dann kommt man auf uns zu, wir helfen dabei, wir unterstützen natürlich dabei und dann kann man das direkt ausprobieren. Aber die App grundsätzlich ist sofort einsetzbar. Ja, sehr schön. Hört sich auf jeden Fall für Mehrwert für Unternehmen an. Also an Sie ganz klar auch die Einladung. Sprechen Sie uns gerne an, sprechen Sie Philipp gerne an. Und dann habe ich noch, was ja tatsächlich in Zeiten von Corona tatsächlich noch funktioniert, ist der Flurfunk immer. Es gibt da für euch, sage ich jetzt mal, gute Neuigkeiten. Was steht an demnächst? Ja, so viel zu Corona und Flurfunk. Was steht an? Ja, wir haben festgestellt, dass das Problem groß ist und dass Unternehmen auch den Bedarf haben, dabei eine Lösung einzukaufen, ohne es selber anzusetzen. Und ja, wir werden uns ab dem 1. März dann Vollzeit damit beschäftigen, daraus auch ein Unternehmen aufzubauen, ein Startup, was genau einen Ladungsträger tauscht, zusammen mit Komponenten, die wir in Industrieprojekten entwickelt haben. Also gerade herausgehoben auch das Industrieprojekt mit der EPAL, mit der European Pallet Association, die genau solche Paletten in den Markt bringt, das zusammenzubringen zu einer Lösung, die das Ladungsträgermanagement erleichtert. Und da würden wir uns dann gerne selbstständig mitmachen und da werden wir uns sehr fokussiert drauf ab dem 1.3. stürzen und werden natürlich auch viele Erkenntnisse, die wir in der Silicon Economy sammeln konnten, damit einfließen lassen. Ja, klasse. Ich bin schon ganz gespannt. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Antworten und die Einblicke in eure Arbeit. Natürlich ganz viel Erfolg auch für euer Gründungsvorhaben. Eine letzte Frage, mit der schließe ich immer ganz gerne ab. Und zwar, are you a Silicon Economist? Ja, natürlich. Sehr schön. Alles klar. Und natürlich bedanke ich mich auch bei Ihnen und euch, dass ihr wieder dabei wart. In den nächsten Silicon Economy Coffee Breaks stellen wir weitere Entwicklungsprojekte vor und wie technische Komponenten Einsatz finden können in ganz konkreten Anwendungen. Eine Anmeldung für die nächsten Coffee Breaks ist auf silicon-economy.com möglich und ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie wieder dabei sind. Bis demnächst.